Hier hinter mir sehen Sie einen für ganz Mitteleuropa einmaligen Fund. In prähistorischer Zeit kennen wir kaum etwas über den Hausaufbau. Wir wissen nicht, ob die Häuser Türen und Fenster hatten, wie die gestaltet waren. Wir wissen nicht, wie die Fassaden aussahen. Wir wissen auch kaum, wie die Dächer aussahen. Das liegt einfach daran, dass all das vergangen ist. Wir finden in der Regel nur Pfostenbauten. Das heißt, wir rekonstruieren die Gebäude aus Pfostenlöchern, die im Boden erhalten sind. Das ist natürlich völlig unbefriedigend. War die prähistorische Welt eine bunte Welt? Waren die Balken beschnitzt? Waren die Wände angemalt? Wie muss man sich das vorstellen? Und hier kommt ein Glücksfall uns entgegen. In einer großen Siedlungsgrabung bei Wennungen wurden mehrere Gruben entdeckt, die mit Brandlehm gefüllt waren. Und auf dem Brandlehm hatten sich Malereien erhalten. Malereien aus Rötel, Hämatit, Rot und Gelb. Und diese Wand, das sehen wir, war sorgfältig vorbereitet. Diese Wand war grundiert, geglättet, geschlemmt und in weißen, feuchten Gips wurde gemalt mit Pinseln und es wurden verschiedenste Muster gemalt, geometrische Muster, sehr schnell, mit sehr sicherer und geübter Hand. Wir wissen also, die europäische Vorgeschichte, zumindest in diesem Fall, war bunt, zumindest weiß, gelb und rot. Ja, hier in dieser Schublade sehen wir was ganz Tolles. Und zwar sehen wir Putzreste. Einmal eine Türleibung und einmal sehen wir eine Fensterleibung. Und das ist ganz, ganz spannend, dass der Putz sozusagen das noch nachbildet. Und ganz aufregend ist, dass um das Fenster und um die Tür ein rotes Wellenband gezeichnet war. Wir können uns also sozusagen die Rahmung von Tür und Fenster nun genau vorstellen. Das ist natürlich ein Befund, der einmalig ist und uns die Lebenswelt und die Welt der Bauten der prähistorischen Zeit viel besser verstehen lässt. Müssen wir damit rechnen, dass alle Häuser bemalt waren? Wohl nicht. Es handelt sich bei dem Hausrest, den wir fanden, um ein Haus, das in der Nähe eines großen Tores war. Es handelt sich hier nur um die Fassade des Hauses. Die Fassade war aus Holzpfosten, dazwischen war Geflecht. Das Ganze war mit Lehm verstrichen. Der Rest des Hauses war aber ein Massivlehmhaus. Und diese Massivlehmbauweise ist der Grund, warum wir aus vielen prähistorischen Zeiten wenig Häuser kennen. Dieser Massivlehm kommt aus der Erde, wird aufgebaut und zerfließt wieder zur Erde. Wir können also die Hausreste nicht wirklich detektieren. Wir finden nur mehr freie Plätze zwischen Abfallgruben. In diesem Fall war es anders. Die Abfallgruben waren eben mit dem Schutt gefüllt, dem Schutt eines Brandes. Und deshalb hat sich das Ganze erhalten. Was für ein Haus könnte es gewesen sein? Ein Gemeinschaftshaus, ein Kulthaus, das Haus eines Häuptlings. Wir wissen es nicht im Detail. Das Spannende an dieser Siedlung bei Karsdorf ist aber, dass sie auf einem Plateau liegt, einem Plateau über der Unstrut und dass sie schlichtweg riesig ist und einen sehr langen Zeitraum besteht. Die Siedlung beginnt um 1200 vor Christus und endet um 500 vor Christus. Das Haus, von dem wir hier sprechen, steht vielleicht 550 vor Christus, also gegen Ende der Siedlung. Die Siedlung hatte tiefe Gräben, war schwer befestigt. Das Enorme ist aber die Ausdehnung. 300 Hektar Ausdehnung, das ist größer als die heutige Innenstadt von Halle. 300 Hektar Ausdehnung, das übertrifft jede der Siedlungen der damaligen Zeit. Eine normale Siedlung hat 1 bis 2 Hektar in der Größe und existiert auch nicht so lange. Wir haben also eine Zentralsiedlung an einem Fernhandelsweg zwischen dem äußerst fruchtbaren Thüringer Becken an einem Flussübergang der Unstrut in Richtung der heutigen Leipziger Tieflandsbucht. Also eine optimale Verkehrslage und diese große Siedlung zeigt uns Salzgewinnung, zeigt uns Metallgewinnung. Diese große Siedlung zeigt uns, dass es eine wie auch immer geartete politische Organisation gab,
die große stadtartige proto-urbane Siedlungen erzeugte, mit einer großen Bevölkerungsdichte von einigen tausend Menschen und kleinere Dörfer. Wir sehen das nicht im Grabkult, wir sehen also keine großen Unterschiede in Arm und Reich. Es muss also möglicherweise andere kooperative Formen gegeben haben des Zusammenlebens, ohne dass es dramatische Reichtumsunterschiede gibt. Das ist ja eigentlich ein ganz hoffnungsvolles Zeichen. Nicht in allen Zeiten der Menschheitsgeschichte muss es dramatische Unterschiede zwischen Arm und Reich geben. Hier hat man offenbar die Dinge anders bewältigt. Diese Siedlung von Wenningen ist ein Glücksfall. Inzwischen haben wir Gott sei Dank andere Siedlungen entdeckt, die ähnlich groß sind. Und ich bin überzeugt, dass wir in 10, 20 Jahren die Abhängigkeit der Siedlungen untereinander, die Bedeutung der Siedlungen untereinander besser verstehen. Auf alle Fälle ist dieser Befund hier im Landesmuseum Halle für uns alle wichtig, weil wir uns plötzlich die Vorgeschichte bunt vorstellen können und die Häuser in ganz anderer Weise rekonstruieren als vorher. Das zeigt, jede Baumaßnahme muss archäologisch begleitet werden. Immer kann das Glück dem Archäologen winken und jede dieser Entdeckungen kann unser Bild der Vorgeschichte nachhaltig ändern. Insofern lohnt sich konsequente Flächenarchäologie und es lohnt sich auch ins Landesmuseum nach Halle zu kommen, um diesen einmaligen Befund zu sehen.